Ich habe mir ein Rocketbook gekauft für 32 Franken und 75 Rappen bei bragg.ch. Ein Rocketbook ist ein Notizbuch, also das hat leere Seiten. Es wird geliefert mit einem Stift, mit dem man reinschreiben kann. Das ist ein Friction Pen und auch geliefert wird so ein Lappen, und mit diesem Lappen kann man alles, was man geschrieben hat, auch gleich wieder auswischen, sofern der Lappen feucht gemacht wurde. Seit ich meinen Testbericht über das Remarkable Tablet veröffentlicht habe, fragen mich immer wieder Leute nach Alternativen zum Remarkable, das mir ja nicht sehr gut gefallen hat. Und obwohl ich eine Alternative vorgestellt habe, um handschriftliche Notizen zu erfassen, nimmt das Fragen nicht ab. Und so wurde ich auch gefragt, was das Rocketbook taugt. Ich hatte keine Ahnung, was ein Rocketbook ist, habe das kurz gegoogelt und das hat mich dann plötzlich doch fasziniert. Ein Notizbuch, das man immer wieder verwenden kann. Die Seiten können problemlos digitalisiert werden und dann gibt es sogar noch eine Texterkennungsfunktion. Ich habe mir also dieses Rocketbook bestellt und tatsächlich, man kann einfach mit dem Friction Pen reinschreiben, man kann wieder löschen und das funktioniert wunderbar. Wenn man die Seiten digitalisieren will, dann braucht man eine App dazu, die habe ich auf dem iPhone installiert. Es gibt sie auch für Android-Smartphones. Man hält dann das Telefon über die geschriebene Seite oder über die Zeichnung, die man gemacht hat. Und die Seite aus dem Rocketbook wird dann im richtigen Format eingescannt. Das funktioniert bestens für Grafiken, das funktioniert bestens für die Notizen. Aber das wirklich Coole daran ist, man kann dann in der App 7 verschiedene Sachen festlegen, die mit den gescannten Seiten passieren sollen. Man kann es zum Beispiel in einen Cloud-Speicher laden, wie OneDrive oder Google Drive. Oder man kann das PDF an eine E-Mail anhängen und an eine bestimmte Adresse senden. Für jede dieser 7 Destinationen gibt es ein eigenes Symbol, das kann man unten im Notizbuch auf dem Blatt ankreuzen. Wenn man dann diese Seite erfasst, passiert genau das, was man vorher bestimmt hat. Ich habe es dann mit der Texterkennung probiert und musste gleich merken, dass das überhaupt nicht funktioniert. Den Grund habe ich dann relativ schnell herausgefunden. Das Rocketbook versteht nur Englisch. Ich musste also einen englischen Text haben und da kam mir sehr gelegen, dass ich gerade das neue Buch von Nick Hornby am Lesen bin. Immer wenn ich ein neues Buch von Nick Hornby habe, frage ich mich, ist er wirklich noch so gut, wie ich das in Erinnerung habe? Und da gibt es diese Passage im Buch Just Like You, die mir dann wieder gezeigt hat, deshalb lese ich so gern Nick Hornby. Ihr könnt dann jederzeit das Video anhalten, um die Passage in Ruhe zu lesen, sofern ihr meine Handschrift lesen könnt. Ich habe die 3 Sätze ins Rocketbook geschrieben und ließ dann die Texterkennung drüber laufen. Und so sieht das Resultat aus. Es ist nicht wirklich schlecht, aber es ist auch nicht perfekt. Aber man kann auch sagen, meine Handschrift ist vielleicht nicht die schönste. Ich habe deshalb eine Schülerin gebeten, diesen Text ebenfalls abzuschreiben. Und das ist dabei herausgekommen. Also auch mit dieser schönen Schülerschrift, die Texterkennung schafft es nicht, den Text fehlerfrei zu erfassen. Auch nicht, wenn er Englisch ist. Also, das einfache Digitalisieren der Seiten, das funktioniert problemlos. So kann man Skizzen bequem von Hand zeichnen und dann erfassen und speichern oder versenden. Das geht natürlich auch mit handschriftlichen Notizen, solange sie dann handschriftlich bleiben dürfen. Aber das kann ja nicht unbedingt der Sinn vom Digitalisieren von handschriftlichen Notizen sein. Mehr als Sketches zeichnen kann man dann aber auch nicht, weil da kommen die Friction Pens an ihre Grenzen. Das reicht für etwas Grobes, eine feine Zeichnung kann man damit auch nicht anfertigen. Unter dem Strich ist das Rocketbook ein Produkt, das die Welt nicht braucht. Es gibt bessere Apps zum Scannen von Notizen und einfach ein Notizbuch zu haben, das man abwaschen kann, ich glaube nicht, dass man das wirklich braucht. Wenn du interessiert bist an weiteren solchen Tests, kannst du meinen Kanal auf YouTube abonnieren. Und selbstverständlich kannst du es auch wie meine Kollegin machen, wenn du von einem Produkt wissen willst, ob es funktioniert oder nicht. Kannst mir ja mal schreiben, wenn ich das Gefühl habe, es könnte was sein. Wer weiß, vielleicht teste ich es.